Hallo alle zusammen. Heute reden wir darüber, wie man eine erste Zahnreise ins Ausland plant. In meinem Fall in die Türkei. Ich habe hier einige Punkte zusammengestellt, um dieses Video interessant und informativ zu machen. Was habe ich als erstes gemacht? Ich habe zuerst die Liste von Kliniken, Zahnkliniken und Vermittlungsagenturen zusammengestellt, die meine Dienstleistung anbieten. Also für mich ging es um Keramikimplantate oder geht es um Keramikimplantate und nur um die Keramikimplantate. Ich habe sehr einfach und kompliziert Kontakt per E-Mail oder per WhatsApp hergestellt. Es ging wirklich sehr prompt. Nach ein paar Stunden schon bekam ich eine Antwort. Als nächstes habe ich die Bilder geschickt. Ich würde auch empfehlen, schicken Sie oder machen Sie Röntgenbilder von Ihrem Problem oder am besten, wenn es was Größeres ist, ein Panoramabild, Röntgenpanoramabild, so dass Sie gleich wichtige Informationen bekommen können. Also ich habe meine Röntgenbilder geschickt und einfache Bilder, die ich mit Handy gemacht habe, so dass mein Problem dann gut geschildert wurde. Haben Sie 3D-Bilder? Noch besser, dann bekommen Sie noch genaueres Angebot, dann sind noch mehr Details schon bekannt. Wie ging es weiter? Ich bekam auch recht zeitnah auch Antwort. Also ich bekam einen Heil- und Kostenplan. Das heißt, ich wusste schon, was es alles kostet, was alles gemacht wird und das war sehr einfach. Danach konnte man auch Gespräch führen oder sagen wir die Vermittler. Also sie kommunizieren immer mit Gesundheitsberatern. Manche vermitteln eine Dienstleistung, ja, in unterschiedlichen Kliniken. Die anderen sind als Freelancer in einer Klinik angestellt und bieten dann die Dienstleistungen dieser Klinik an. Und ziemlich schnell ging es bei mir auch so, dass meine Gesundheitsberaterin hat mir Gespräch mit dem Arzt, mit dem Chirurgen angeboten. Ich habe das sicherlich angenommen. Machen Sie das auch. Es ist wirklich sehr wichtig. Es schafft eine gewisse Nähe, ja, es schafft Vertrauen und ihre Angst wird vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, sie werden schon wissen, was auf alles zukommt und wer sie behandelt. Ja, sehr wichtig ist es nicht nur die Informationen über die Behandlung zu wissen, es ist auch sehr wichtig zu wissen, wie wird die Klinik bewertet, wie heißt sie, wo liegt sie. Da habe ich zum Beispiel einige Bewertungen bei Trustpilot mir angeschaut, bei Google Maps auch Bewertungen bei Google Maps. Ja, das war sehr wichtig und informativ. Machen Sie das bitte auch. Und was war auch interessant in der Kommunikation mit Ärzten? Sie kommunizieren recht freundlich, angenehm und auch auf Augenhöhe. Wenn Sie irgendwie Nachfragen haben oder so wie in meinem Fall, wenn Sie sagen, ich möchte keinesfalls Wurzelkanalbehandlung machen. Dann nehmen Sie das ernst, erklären auch, warum es wichtig wäre, erklären auch, also es ist wirklich ein angenehmes Gespräch auf Augenhöhe. Und bei diesen Gesprächen mit Ärzten vermittelt, übersetzt quasi übersetzt ihre Gesundheitsberaterin oder Berater
Ich hatte schon negative Erfahrungen auch. Es war also extra Übersetzer dabei, weil meine Gesundheitsberaterin irgendwie kein Deutsch konnte und es war ein Übersetzer. Achten Sie darauf, dass es nicht einfache Person ist, die Deutsch spricht, sondern dass diese Person auch Ahnung von der Materie hat. Ansonsten wird das Gespräch wie in meinem Fall überhaupt nicht funktionieren, weil spezielle Fragen unklar übersetzt werden in eine und in die andere Richtung. Also dann habe ich das Gespräch auch so abgebrochen. Ansonsten ist das alles aber, es ist eine Ausnahme, würde ich sagen. Ansonsten ist das alles wirklich sehr gut organisiert und sie verstehen einfach, was gemacht wird, was es kostet und auf welche Art und Weise das gemacht wird. Danach habe ich diese Behandlungspläne, ich hatte einige verglichen, Preise, Möglichkeiten und mich für bestimmte dann Anbieter entschieden. Das war in meinem Fall nicht sehr schwer, weil Keramikimplantate nicht so verbreitet sind und sie werden das, falls sie Titanimplantate setzen lassen, dann werden sie sehr viele Angebote haben. Sie werden unterschiedliche Preise bekommen. Es sind unterschiedliche Hersteller von diesen Titanimplantaten. Also da ist mehr Arbeit, da brauchen Sie mehr Zeit in die Recherche einstecken. Also bei Keramikimplantaten ist der Markt ziemlich klein. Ich habe auch mich darüber informiert, was sind Qualifikationen von Ärzten. Ich hatte zum Beispiel einen Professor, der auch seit langem Keramikimplantate setzt. Sicherlich ist das dann interessanter und wichtiger und besser, wenn man Termin bei einer Person, die erfahrener ist, ausmacht und wenn man von dieser Person sich behandeln lässt. So habe ich nach einer kurzen Zeit mich für Istanbul entschieden und Angebote in Antalya und Izmir dann abgesagt und mich bei Vermittlern bedankt. So habe ich schon im nächsten Schritt Termine ausgemacht. Also es ging auch recht einfach. Ich war 4 Tage in Istanbul und ich war 3 Tage ja in Istanbul und jeden Tag hatte ich dann einen Beratungstermin, Entschuldigung. Ein Termin wurde dann kurzfristig abgesagt. Also falls Sie sich dafür interessieren, schreiben Sie in die Kommentare. Ich erkläre wie, warum und beachten Sie das vielleicht auch. Es kann passieren, dass jemand einen Termin aus irgendeinem Grund auch absagt. Und jetzt zum letzten, einem auch wichtigen Punkt, was Vorbereitung auf die erste Zahnreise angeht. Es ist die Unterkunft. Istanbul ist eine 15 Millionen große Stadt. Die Stadt ist riesig, Entfernungen sind unglaublich groß. Beachten Sie das. Tragen Sie gleich die Kliniken, die Sie ausgesucht haben oder die Praxen gleich bei Google Maps ein, so dass Sie die Vorstellung haben, in welchem Teil von Istanbul sind. Sind Sie im asiatischen Teil oder im europäischen? Es gibt auch 2 Flughäfen, also man muss das so planen, damit man dann nicht stundenlang unterwegs ist. Ja? Die Entfernungen sind schon wirklich sehr, sehr groß. Was Hotels angeht, es gibt viele Angebote, allerdings die Hotels sind recht teuer. Also ich habe gedacht, dass sie in Istanbul günstiger sind auf jeden Fall. Es ist so ein gutes Hotel, würde dann ab 70 Euro aufwärts kosten. Möchten Sie Schwimmbad oder noch etwas, es wird noch teurer sein. Wir haben uns für ein gutes, wirklich gutes Hotel, The Grand Mira Hotel, entschieden mit Frühstück und das war eine sehr gute Entscheidung, obwohl so war mein Gefühl, dass viele
Hotels recht schlecht bewertet werden. In der Realität war das alles sehr gut oder unser Hotel hatte auch nicht die besten Bewertungen, aber in Wirklichkeit war das ein schönes Hotel und besonders schön war das Frühstück, besonders für alle, die auf Ernährung achten, auf gute Ernährung achten. Es gab viel Gemüse, viel Obst, gutes Essen, wirklich gutes, gesundes, nährstoffreiches Essen. Und wir haben also das Hotel mit Frühstück, wie ich schon gesagt habe, genommen. Und das war eine richtige Entscheidung, weil die Lebensmittelpreise in der Türkei auf deutschem Niveau sind. Also das heißt, wenn Sie irgendwo auswärts frühstücken oder wenn Sie dann sich Nahrungsmittel dann selber kaufen, dann es wird nicht günstig auf jeden Fall. Wichtig, wichtig, wichtig. Ungefähr 50% der Angebote, den und Heilkostenpläne waren schon inklusive der nicht Anreise, schon inklusive Unterkunft und Transfer und sogar Shoppingtour war mit dabei. Also das heißt schon aus Deutschland entscheiden Sie sich für einen Anbieter, der Sie vom Flughafen abholt, der Ihnen eine Unterkunft anbietet und der Sie zum Termin auch fährt. Für mich waren diese Angebote uninteressant und ich habe sie auch abgelehnt, weil ich mich nicht an einen Anbieter binden wollte. Wissen Sie genau, dass das der Arzt ist, dem Sie vertrauen, dann machen Sie so. Sie können gerne auch Hotel mit Unterkunft, mit allem das bezahlen. Das wird im Endeffekt auch günstiger sein. Für mich habe ich anders entschieden. So, und zu dem Flug ein paar Worte. Wir sind mit Pegasus gereist. Es war sehr gut, sehr einfach, ohne Probleme. Also haben Sie keine Angst vor Pegasus Airlines. Ich kann nichts Negatives darüber sagen. Angenehme Reise war es. Und ich glaube, das war's für heute. Ich bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit. Bitte stellen Sie Ihre Fragen in die Kommentare, schreiben Sie Ihre Anregungen. Ich antworte auf alle Ihre Nachrichten. Vielen Dank.